Medienprojekt Berlin präsentiert. Ihr müsst sehr, sehr stark für eure Rechte kämpfen. Corona kommt nicht bei dir rein. Ich bin eigentlich schon des Öfteren geführt. Wir trinken und sind Ich möchte gerne, dass wir wieder ein ganz normales Leben leben können. Man sieht halt, dass es ihm ziemlich schlecht geht. Es erscheint die Moderatorin Gila Stromer. Sie sitzt im Rollstuhl. Ich begrüße euch zur zweiten Ausgabe unseres inklusiven Videomagazins Das bin ich, gefördert durch die Aktion Mensch. Wir zeigen euch 10 Film-, Foto- und Musikbeiträge unterschiedlichster Art. Alle sind von Menschen mit und ohne Behinderungen gedreht worden. Viel Spaß dabei! Die zweite Ausgabe des inklusiven Videomagazins Das bin ich. In unserem ersten Beitrag dreht es sich wieder um das Thema Werkstätten für behinderte Menschen. Lukas Krämer hat selber in einer mal gearbeitet und er hat keine guten Erfahrungen damit gemacht. Seitdem setzt er sich für Verbesserungen in den Werkstätten ein. Er hat seinen eigenen YouTube-Kanal Sackcool Talks gegründet. Darin fordert er unter anderem die Einführung des Mindestlohns für Menschen mit Behinderungen. Wir haben mit Lukas gesprochen. Ein Titel erscheint. Sackcool Talks. Ein YouTube-Kanal für mehr Rechte in Werkstätten. Ich bin Lukas Trämer, ich betreibe schon seit knapp 4 Jahren den Kanal Sackcool Talks. Dort rede ich über das Thema Behinderung, Aufklärung, wie man die Rechte für die Menschen mit Behinderung durchsetzen kann. Weil ich habe selber eine geistige Behinderung, weil ich mit 4 Jahren die Meningitis bekam. Ist eine Gehirnerschütterung und deswegen hatte mein Gehirn damals einige Gehirnzellen beschädigt. Und deswegen habe ich mich überlegt, vor 4 Jahren, um den Kanal zu starten, Sackcool Talks. Kannst du mal sagen, was so deine generelle Kritik an Werkstätten für Menschen mit Behinderung ist? Die generelle Kritik ist, man verdient dort ein sehr, sehr geringes Lohn. Da kann man so von Ausbeute sprechen. Wenn wir jetzt nicht die aktuelle Lohnkürzung haben, wie Corona, von um die 140 €, die ja leider in alle Werkstätten stattfindet, verdient man rund in die Werkstatt um die 200 €. Aber selbst das ist doch viel zu wenig, davon kann keiner leben. Man kann sich so gut wie nichts leisten. Man kann dann nur von der Grundsicherung leben im Prinzip. Aber das ist so die generelle Kritik, die ich habe. Man geht dort 35 Stunden die Woche arbeiten, man wird aber mit 200 € im Monat abgespeist und das geht absolut nicht. Einer aus der Runde hier hat neulich erzählt, dass es Firmen gibt, die sozusagen davon profitieren, dass das Lohnniveau in Werkstätten so niedrig ist. Aber in Werkstätten sehe die, da bekommen wir dieselbe Leistung, dieselbe Qualität, aber für weniger als ein Bruchteil, was die, sage ich mal, in einem anderen Betrieb dann, sage ich mal, bezahlen müsste. Kannst du mir mal erzählen, was so deine eigenen Erfahrungen mit Behindertenwerkstätten sind? Meine eigene Erfahrung ist natürlich nicht besonders positiv. Es gab natürlich einige Handgreiflichkeiten, also da ist es gemeint, der Betreuer wurde dann mehr oder weniger handgreiflich. Das fängt an mit Gummiteile, Gummimatte oder auch Kulis auf mich werfe oder die Kniekehle zu trete. Das sind so die Kleinigkeiten. Ein bisschen größere Vorfall war zum Beispiel dann, dass der mich dann draußen richtig fest an meine Schulter mich geschubst hat. Und das war so ein härterer Vorfall, die ich halt eben dort mitgemacht habe. Ja, und deswegen habe ich bei der Werkstätte auch nicht so wirklich eine positive Erfahrung. Warst du damit alleine als Betroffener? Ich denke mal von meiner Erfahrung her, die ich letzte Jahre über den Kanal hier gesammelt konnte, über Sackcool Talks, viele andere von anderen Werkstätten kamen mich zu, habe dort einige Sachen gesagt, dass das bei denen sehr, sehr ähnlich laufen tut, dass die Betreuer dort ähnlich ticken und deswegen sind Werkstätten, so wie die aktuell sind, für mich nicht mehr tragbar. Sind da Versuche unternommen worden, das zu unterbinden oder dagegen vorzugehen? Das kam leider nicht vor, aber ich habe mich dann hingestellt, habe dann darüber Videos gemacht, Videos hochgeladen und da wurde ich sehr, sehr häufig in ein Gespräch gebeten
und auch Gebete, 1 oder 2 Werkstattvideos wieder runterzunehmen, weil ich natürlich nicht gemacht habe, aber die Werkstatt wollte das damals. Da habe ich erstmal 5, 6 Wochen blau gemacht, dann habe die mich dann, sage ich mal, gekündigt. Wie ist denn die Resonanz, die bei dir eventuell von Betroffenen auch einläuft, auf diesen YouTube-Kanal, den du jetzt seit 4 Jahren machst? Die Werkstattvideos bekomme die allermeiste Resonanz, die allermeiste Kommentare, dass viele ähnliche Erfahrungen gemacht habe, dass das kaum Kommentare sind, die in die andere Richtung gehen, sondern fast nur Kommentare sind, dass ich sage, ja, du hast recht, wir haben auch die und die Erfahrung gemacht. Ja, kannst du uns vielleicht dabei helfen, einen Rat geben, wie wir dann aus der Werkstatt rauskommen. Und hast du das Gefühl, dass sich da auf der politischen Ebene etwas anfängt, sich zu bewegen? Rein politisch, da sehe ich ehrlich gesagt noch nicht so viel, aber ich habe das Gefühl, dass die Werkstätte, ich kann jetzt nur von das DRK Sozialwerk sprechen, bei denen kam das sehr stark und deutlich an. Die wollte damals ein Gespräch haben, die wollte ja unbedingt den Upload verhindern. Ich habe ja das Video gestartet, DRK Sozialwerkstatt bezahlt jetzt 0 €. Habe denen auch eine E-Mail geschrieben, dass ich so ein Video am Plane bin. Hey, ich habe das und das gehört. Ich bezahle jetzt nur noch 140 € Grundlohn. Warum, weshalb? Und dann wollte das Ganze mein Video, das Ganze so berichten, was dort aktuell eigentlich Sache ist. Wenn man jetzt auf den ersten Arbeitsmarkt gefördert werden will, man wird sehr lange hingehalten, man wird dann einfach nicht auf den ersten Arbeitsmarkt gefördert. Rund 1 von 100 schafft es aus die Behindertenwerkstatt raus. Und da sieht man auch so sehr deutlich daran, dass die Werkstatt, aber auch für meine Wenigkeit, hat sich sehr wenig auf den ersten Arbeitsmarkt fördert. Was würdest du Leuten raten in Bezug auf Werkstätten für Menschen mit Behinderungen? Ich habe ja die freie Wahl. Natürlich ist es super schwierig, da rauszukommen. Viele von euch haben vielleicht einen Vormund, und die ich ja in die meisten Fälle ehrlich gesagt dagegen, da ihr dort kündigen tut. Die Thronsicherung, so wie die halt eben ist, bekommt ihr weiter. Eure Wohnung wird weiter ganz normal finanziert. Egal, ob ihr die Werkstatt jetzt blau machen tut und deswegen, sage ich mal, gekündigt wird, wie in meinem Fall zum Beispiel, oder auch ihr kündigt selber, die Thronsicherung läuft ja weiter. Wenn ihr die Werkstatt unglücklich seid und keine andere Möglichkeit, auf die Werkstatt rauskommt, bleibt einfach zu Hause und geht einfach nicht arbeiten. Das Problem wird sich früher oder später von selber erklären. Früher oder später wird dann gefeuert und genau das wollte ich in meinem Fall zum Beispiel erreichen. Auf jeden Fall, ihr müsst sehr stark für eure Rechte kämpfen. Wenn ihr zum Beispiel auf eine normale Schule gehen wollt, Beispiel Gymnasium oder so, aber der Amt oder das System sagt dann, ihr seid geistig behindert, ihr geht da auf eine Förderschule, müsst ihr euch sehr stark durchsetzen, damit ihr auch eure Rechte bekommt. Das Recht steht euch ja zu, laut die UN-Behindertenrechtskonvention, 110 Jahre insgesamt. Aber muss sich trotzdem natürlich noch sehr stark durchsetzen und sich auch Gehör verschaffen. Die gehörlose Begüm Han bringt uns in ihrem Gebärdensprachkurs für Hörende wieder verschiedene Gebärden bei. Diesmal zeigt sie uns die Wochentage in Gebärdensprache. Nach dem Kurs stellen wir euch Begüm Han kurz vor. Die Gebärdensprache, Lektion 2, die Wochentage. Begüm Han gebärdet. Ich stelle euch die Wochentage vor. Sie hat die langen Haare zu einem Zopf zusammengebunden. Vor einer Steinwand gebärdet sie die einzelnen Wochentage. Unten links im Bild werden die jeweiligen Tage in weißer Schrift eingeblendet. Am Ende wünscht sie zu uns viel Spaß beim Lernen. Ein Text erscheint. Bis zum nächsten Mal. Eure Begüm Han. Begüm Han sitzt in einem Sessel und gebärdet. Ja, genau. Ich bin Begüm Han Akün und ich bin taub. Und er taubt, also ich bin zur Eschke-Schule gegangen und da habe ich auch die Gebärdensprache gelernt und die Lehrer und haben da auch mit Gebärdensprache unterrichtet.
Und ja, so habe ich jetzt versucht, irgendwie zu wechseln zwischen deutscher Lautsprache, die ich dann abgelesen habe, und den Gebärden. Da gab es nämlich unterschiedliche Lehrer, und so habe ich irgendwie diese zwei Welten kennengelernt, auch die unterschiedlichen Grammatiken von der Lautsprache, von der Gebärdensprache. Genau, und mit diesem Kurs möchte ich halt einfach helfen, die Gebärdensprache anderen Leuten beizubringen. Wer Lust hat, sie zu lernen, sind jetzt natürlich nur die Anfänge, die ich da jetzt in dem Video zeige, und dann kann es dann auch weitergehen mit dem Lernen. Mal schauen, was dann alles noch kommt. Findest du es hilfreich, wenn gehörlose Kinder Lautsprache und Gebärden lernen oder nur ein von beiden? Das war meine Frage. Die Gebärdensprachdolmetscherin Xenia gebärdet Gilas Frage für Begüm Han. Begüm Han antwortet mit Gebärden. Also ich denke, dass ja, es wäre hilfreich, wenn beide Sprachen beigebracht werden würden, wenn es da so eine Mischung geben würde aus beiden Sprachen, sodass die Kinder bilingual aufwachsen und eben natürlich die Gebärdensprache können, aber halt auch versuchen, sich dann weiterzuentwickeln und beide Sprachen zu verbessern. Aber ja, ich glaube, natürlich muss das auch individuell jeder für sich entscheiden, ob das klappt, ob auch beide Sprachen angenommen werden können von den Kindern. Das muss man auch natürlich sehen. Aber generell bin ich dafür, beide Sprachen anzubieten. Du bist auch in einem Verein, in dem Verein MINA e.V. heißt der. Ja, genau. Also das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Da geht es halt um Menschen mit Behinderung und Eltern. Also wenn es Probleme gibt zwischen Eltern und Kindern, dann können wir diese Parteien einladen und Gespräche führen. Wir bieten aber auch Theaterstücke an oder veranstalten Konzerte. Und genau. Das wird auch in der türkischen Sprache angeboten, in der deutschen Sprache. So, genau. Silja ist seit ihrem 12. Lebensjahr blind. In ihrer Rubrik Blind in Berlin zeigt sie uns dieses Mal, wie sie blind einen Baum auf einer Baumscheibe gießt. Anschließend gibt es ein kurzes Gespräch von Helga mit Silja. Silja gießt aus der Reihe Blind in Berlin mit Silja Korn. Die Kamera schwenkt vom Himmel auf eine Baumscheibe mit einem Baum. Dort hockt Silja. Sie hält einen Plastikkanister voll Wasser. Damit gießt sie einen Baum. Liebe Leute, denkt an die Bäume, das ist die Lunge für uns. Die brauchen Luft und Sauerstoff. Wenn ihr die Bäume nicht gießt, ihnen Wasser gibt, dann trocknen die im Sommer aus. Und das wollen wir nicht. Dann sterben sie und wir haben keine Luft mehr zum Atmen. Sie brauchen nicht uns, wir brauchen sie. Denkt daran. Bildwechsel. Silja zeigt uns mit ihren Händen eine leere Baumscheibe ohne Baum. Hier, der Baum. Stand hier mal ein Baum. Und nun haben wir nur eine Fläche, damit so etwas nicht passiert. Möchte ich euch bitten, gießt eure Bäume vor den Häusern, denn die spenden uns Schatten und sie geben uns Luft. Und auch diese Blümchen hier, bitte gießt sie. Ihre Hand umgreift eine Malvenblüte. Sie müssen alle überleben. Wir wollen auch leben. Und wenn wir keine Luft mehr haben, dann sterben wir. Die Pflanzen brauchen uns nicht. Aber wir brauchen sie. Denkt bitte daran. Und gießt eure Bäume. Danke. Helga fragt Silja zur Reihe Blind in Berlin. Silja, würdest du dich kurz vorstellen? Ja, ich heiße Silja Korn, bin 55 Jahre alt und komme aus Berlin, bin auch hier geboren und bin mit 12 Jahren durch einen Autounfall völlig erblindet. Du weißt ja somit aus eigener Erfahrung und Erinnerung, wie die Welt
aussieht. Ist das von Vorteil für deine Aktivitäten? Ja, es ist sehr von Vorteil. Erstmal, weil ich die Farben ja gesehen habe und auch sehr viel mit den Farben verbinde. Und auch, weil ich Abläufe gesehen habe, die die Geburtsblinden nicht sehen können. Und ich musste lernen, mit dem Thema blind umzugehen. Und das war sehr schwer. Und dann war ich auch noch 12 Jahre alt in der Pubertät und fing gerade an, mich im Spiegel zu betrachten, also Mädchen zu werden. Also das Thema Mädchen, ne, und so weiter, schick und nicht schick. Und das konnte ich halt nicht weitermachen, so in der Art. Und das hat mich sehr belastet. Weil ich habe auch noch eine Schwester, die ist ein Jahr jünger als ich. Und die hat dann immer ständig vor dem Spiegel gestanden und hat dann sich geschminkt und hat dann ausprobiert, was passt gut zu ihr. Und hat sich dann davor gedreht und hat dann ihre Kleidungsstücke auch danach gewählt und ihre Frisuren. Und das konnte ich alles ja nicht so machen. Und da habe ich auch ein bisschen drunter gelitten, dass ich jetzt gerade nicht so mich ausprobieren konnte und ein Mädchen so sein konnte wie meine Schwester. Vielen Dank für deine offene Antwort. Und ja, ich bin sehr aktiv. Ich male, fotografiere, spiele auch oftmals Theater, schreibe Kurzgeschichten, habe ein Kinderbuch rausgebracht, habe eine Stiftung gegründet. Beim Medienprojekt Berlin mache ich mit und bin da auch sehr aktiv. Du bist ja Redaktionsmitglied dieses inklusiven Online-Magazins Das bin ich. Du bist dabei, eine Filmreihe zusammenzustellen zum Thema Blind in Berlin. Kannst du uns noch ein paar Themen verraten, an denen du gerade arbeitest? Ja, ich zeige auch, wie ich einen Apfel aufschneide, dann wie ich Kaffee eingieße und wie ich stricke. Und drehst du diese Filme ganz alleine oder hast du Unterstützung dabei? Ich habe Kilo dabei, mein Mann, der hilft mir dabei. Und dann gehen wir zu den Orten, die ich mir aussuche. Und dann berät er mich dazu. Und mir ist es eben ganz wichtig, dass die Menschen sehen, wer ich bin und auch was ich mache. Weil viele Menschen denken, wenn man blind ist, dann ist man nur traurig und macht nichts. Und dabei machen wir sehr viel und sind auch immer dabei und wollen auch immer dabei sein. Was hast du sonst noch so für Freizeitaktivitäten? Ich gehe auch gerne in Museen, da helfe ich auch mit, dass die barrierefreier werden. Dann schreibe ich auch Texte, ja, und dann stricke ich, wie gesagt, auch und ja, und gehe auch gerne ins Kino. Tanzen gehe ich auch gerne und ich habe auch schon bei vielen Produktionen mitgemacht, weil es mir einfach Spaß macht und weil ich eben auch da zeigen will, dass wir da auch aktiv sind. Und das möchte ich einfach den Menschen nahebringen, damit sie auch die Hemmschwellen verlieren und vielleicht auch im Alltag leichter mit uns in Kontakt treten können. Und das möchte ich mit dem Film auch erreichen, dass die Menschen keine Hemmschwellen mehr haben. Vielen Dank, Silja. Dann sind wir sehr gespannt auf deine nächsten Filme und deine Ideen. Für Menschen mit Behinderungen ist Reisen ein wichtiges, aber schwieriges Thema. Trotzdem ist vieles möglich, erfahren wir von Lea Feudel. Die 23-jährige gelernte Reisekauffrau hat schon verschiedene Reisen in ferne Länder im Rollstuhl unternommen. Wir haben sie online dazu befragt. Ich war noch niemals in New York. Reisen mit Behinderung. Ich bin Lea, ich bin 23, lebe jetzt aktuell in Potsdam. Du arbeitest in einem Reisebüro. Ich versuche mich quasi in meiner Online-Präsenz schon auch ein bisschen als beratende Person darzustellen und hoffe auch, dass die Leute dann immer mal auf mich zukommen. Deine Beeinträchtigung bedeutet für dich, du bist auf die Benutzung eines Rollstuhls angewiesen. Ich habe das Glück, dass ich sowohl im Aktivrollstuhl als auch im elektrischen Rollstuhl relativ mobil bin und dadurch kann ich meinen Rollstuhl an meine Reiseziele und an meine Unternehmung quasi ein bisschen anpassen. Also für eine größere Reise, wo ich zum Beispiel mit meiner Familie unterwegs bin, nehme ich den kleinen Aktivrollstuhl mit. Ja, aber wenn ich weiß, dass ich alleine unterwegs bin, nehme ich logischerweise den E-Rollstuhl. Gibt es da Verkehrsmittel, die besser geeignet sind oder wo du bessere Erfahrungen gemacht hast als mit anderen? Das kommt, wie gesagt, auch auf die
auch auf das Ziel an und auch, was man halt vorhat. Ich fahre sehr gerne ICE, wenn ich mit Freunden unterwegs bin. ICE ist ein gutes Verkehrsmittel, weil man meldet sich vorher an und die Fahrt ist einfach und unkompliziert. Wenn ich ganz alleine unterwegs bin, fahre ich S-Bahn oder Bus, also Linienbus. In die S-Bahn kann man mit dem E-Rollstuhl ganz gut alleine rein. In den Regionalzug nicht, deswegen fahre ich dann auch nicht alleine mit. In den Linienbussen gibt es halt auch Rampen, die im Optimalfall rausgefahren werden. Bist du denn auch schon mal geflogen an ein fernes Reiseziel? Ich bin eigentlich schon des Öfteren geflogen. Ich war unter anderem in Portugal, London, Teneriffa. Da hat sich auch mittlerweile einiges in dem Bereich getan. Das ist ähnlich wie bei der Deutschen Bahn. Da kann man das auch im Vorfeld anmelden. Das ist auch kostenlos und das klappt eigentlich. Bis auf einmal hat es sehr gut funktioniert. Ist dann die Branche denn da auch schon so ein bisschen weitergekommen im Sinne, auch an die Menschen mit Benachteiligungen zu denken? Also bei meinem Reiseunternehmen, Yachtreisen in Paderborn, die sind spezialisiert, die wissen genau, was sie tun, die machen spezielle Schulungen, die Leute, die begleiten, sind auch gut ausgebildet, das funktioniert. Aber es gibt natürlich auch TUI oder andere große Reiseanbieter, die dann auch Angebote, barrierefreie Angebote haben. Allerdings, da ist immer so ein bisschen das Problem, so nach dem Motto, gut gemeint, aber nicht hundertprozentig durchdacht, weil sobald du auf Assistenz angewiesen bist, wissen sie dann auch nicht mehr weiter und dann muss man sich am Ende doch wieder selber darum kümmern. Yachtreisen in Paderborn, das funktioniert so. Es gibt ganz normale Reisekataloge oder auch eine Webseite, wo du quasi eine Reise auswählen kannst. Es gibt sowohl Reisen für Menschen mit körperlicher Einschränkung als auch Reisen für Menschen mit kognitiver Einschränkung. Das Reisebüro arbeitet mit dem Verein Freizeit ohne Barrieren e.V. zusammen. Die sitzen auch in Paderborn. Die sind quasi dafür zuständig, Studenten, Schüler und allgemein junge Leute bis 30 auszubilden. Wenn ich eine Individualreise machen möchte, es beispielsweise aber körperlich nicht alleine schaffe, wie kann ich für eine Begleitung sorgen? Also entweder ich habe schon Assistenz sowieso im Alltag, dann muss ich halt über das persönliche Budget gucken, dass es so mit den Stunden hinaus und dass meine Assistenten quasi so arbeiten, dass sie mich halt begleiten können, eine Woche oder so. Alternativ kann man über Vereine oder über die Assistenzgruppen von Facebook und Co. eine spezielle Reiseassistenz nur für diese Reise sich organisieren. Das ist aber ein höherer Planungsaufwand. Sind die Assistenten für die Reisekosten, also Essen, Trinken, selbst verantwortlich oder musst du das aus eigener Tasche finanzieren? Ich muss mir eigentlich schon meine Reise selber finanzieren und habe eigentlich erhebliche Mehrkosten durch die Assistenz. Wie schaffe ich es, mir eine solche Reise zu finanzieren? Welche Mittel oder welche Fördertöpfe bzw. Anlaufstellen gibt es dafür? Von der Finanzierung her läuft es so, dass man Verhinderungspflege für diese Reisen bei der Krankenkasse beantragen kann im Vorfeld. Manchmal muss man das auch auslegen und dann bekommt man zurück. Man kann angeblich
über die Eingliederungshilfe, Reisekosten, Logikosten für die Assistenz im Vorfeld beantragen. Alles, was heißt, dass man sich was zurückerstatten lassen möchte, ist sehr kompliziert. Und deswegen bin ich entweder selber für die Kosten meiner Assistenz zuständig oder eben ich verreise mit Familie und Freunden und versuche es mir dann über die Verhinderungswege wieder zu holen. Es gibt auch natürlich so Vereine und auch Fördertöpfe, zum Beispiel mein Verein der Freizeit ohne Barrieren e.V., die haben jetzt auch so Spendenprogramme ins Leben gerufen, damit Menschen mit Behinderungen nicht wegen ihrer Mehrkosten für die Assistenz nicht verreisen können. Hast du einen tollen Tipp für einen Tagesausflug von Berlin aus, der in Zeiten von Corona ein echtes Urlaubsgefühl hervorruft? Ich wohne in Potsdam und Potsdam ist so voller Wasser und Schlössern und Wäldern, dass es sowieso schon immer wie Urlaub ist. Ich selber wohne direkt am Schloss Charlottenhof. Das ist schon echt super. Wer aus Berlin raus will, sollte Potsdam besuchen. Ist schön hier. Während der Corona-Pandemie war unsere Musikgruppe kreativ und hat etwas zum Thema Corona komponiert. Hier schon mal für euch ein kleiner Vorgeschmack. Auf der Reeperbahn, ein Corona-Lied. Olaf ist an der Gitarre und Olli singt. Links neben ihm sitzt Kerstin. Auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Ein Mädel, heut Nacht gibt's mal keins. Viele verstehen's nicht, dass nun Sperrstund ist. Auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Corona kommt nicht bei dir rein. Es herrscht Maskenpflicht, man versteht es nicht. Auf der Reeperbahn bleibst du allein. Darfst nicht zum Mädel rein, Abstand muss schon sein. Auf der Reeperbahn nachts um 12:30. Menschen werden bei uns gerne mit verschiedenen Bezeichnungen in irgendwelche Schubladen gesteckt. Zum Beispiel Behinderte, Schwarze, Schwule und so weiter. Marie hat sich gefragt, wie denn schwarze Menschen selber genannt werden würden. Sie hat mit Israel aus Namibia darüber gesprochen. Mein Name ist Mensch. Wie soll ich dich nennen? Hallo, wie heißt du? Ich heiße Israel Kaunashike, komme aus Namibia. Ja. Herero-Aktivist in Deutschland. Du bist aber in der Szene bekannt. Ja, ich bin der einzige Herero-Vertreter in Deutschland. Bei der Roma- und Sinti-Menschen ist das Z-Wort verboten, also das mögen sie nicht. Ja. Was ist denn bei den Schwarzen? Wie soll man dich nennen? Erstmal komme ich nicht aus einem N-Land oder Kontinent. Ich komme aus Afrika und ich komme aus Namibia und ich bin ein Namibianer. Entweder man nennt mich bei meinem Namen als Namibianer oder als Afrikaner. Mehr will ich nicht. Wir nennen die Deutschen auch nicht weiß oder irgendwas. Wir sagen Deutschland oder wenn einer aus Bayern kommt, dann ist Bayer. Und uns ist genauso, wir wollen auch so genannt werden, wo wir herkommen und nicht irgendwelche Namen kriegen und Bezeichnungen kriegen. Das ist für mich einfach ein rassistisches und respektloses Benehmen. Aber wenn jemand dich nicht sieht, also die nicht kennt, er sieht dich, er sagt, wie soll er sagen, er kann nicht sagen, der Namibier. Er weiß nicht, ob du aus Namibia kommst. Ja, dann, wenn er mich nicht kennt, und ich kenne ihn auch nicht, ich frage keinen Mensch auf der Straße, wo der herkommt. Interessiert mich gar nicht. Also das heißt, wenn er mich nicht kennt, dann muss er mit mir ganz vernünftig unterhalten und mich genau fragen. Aber ich stehe nicht zur Verfügung,
dass jeder Mensch mich auf der Straße einfach ansprechen. Das mache ich nicht. Es kommt darauf an, in welcher Situation man mich fragt. Ich bin keine Spielball von irgendwas. Ja? Das heißt, wenn jemand ernsthaft mit mir reden will, dann muss er mit mir auch ernsthaft diskutieren und dann mich nachher fragen, wo kommst du her und so weiter und so fort. Aber nicht einfach so, wie das so ist in Deutschland. Manchmal ist es so, dass du irgendwo bist und dann jemand fasst dich an deinen Kopf oder an die Haare. Meine Kinder auch, meine Enkelkinder, passiert das Gleiche. Und das ist Rassismus und ich akzeptiere keine rassistische Benehmen. Auf keinen Fall. Und bist du Opfer auf Rassismus hier in Deutschland, in Berlin? Ich bin nicht so direkt, aber es gibt eine bestimmte Art von Rassismus auch. Wie jemand dich anguckt, wie man dich anzieht. Das ist Rassismus, sogenannter Mikrorassismus. Ja? Ich kann so viel erzählen, weil ich bin geboren in einer Apartheidstadt. Damals getrennte zwischen Weiß und Weiß in Namibia damals oder Südafrika. Und ich bin sehr sensibel und ich weiß genau, wie jemand sich rassistisch verhält und mich anschaut. Und das merkt man überall, wo man hier ist in Deutschland. Ob man jemand sich physisch anfasst oder einfach nur so anschaut, dann weißt du ganz genau, aha, das hat mit rassistischem Verhalten zu tun. Und da erleben wir jeden Tag. Oh, super, vielen Dank, das war sehr interessant. Gabi wohnt in einer Wohngruppe für Menschen mit Beeinträchtigungen in Berlin-Wilmersdorf. Dort spielt sie gerne mit ihren Mitbewohnern sogenanntes schwarzes Theater. Sie zeigt uns ein paar Szenen und sagt, was ihr daran gefällt. Der Staubsauger. Das schwarze Theater E28 stellt sich vor. Gabi erscheint. Ich spiele gerne im schwarzen Theater mit. Es ist erstmal schön mit den bunten Kostümen, was mir sehr gefällt. Mir gefällt aber auch, dass man uns nicht sieht, körperliche Beeinträchtigungen nicht im Vordergrund stehen oder andere, sondern dass man die Kostüme im Vordergrund sieht. Und zweitens gibt es uns das Sicherheit, wenn man aufgeregt sowieso ist, gibt uns diese Anonymität, eine Sicherheit, dass man eben doch spielen kann, ohne dass man jetzt gleich vorgeführt ist. Ihr konntet ja jetzt gar nicht mehr spielen und proben wegen der Corona-Zeit. Wie habt ihr das denn gemacht? Also die Corona-Zeit ist gekommen und sie hat uns natürlich unterbrochen mit unserem Spielen und auch was wir alles vorgenommen hatten. Ja, und dann kam uns doch irgendwie die Idee, irgendwie einzeln weiterzumachen und zu schneiden und dass wir anfangen, Filme zu machen. Man sieht eine Person, das Gesicht ist nicht erkennbar. Man sieht nur weiße Handschuhe, ein weißes Hemd und einen weißen Hut. Es kommt Mutti wie jeden Sonntag und macht sauber bei ihm und er freut sich, dass sein Krempel weggeräumt wird. Und das finde ich doch cool. Er braucht nichts machen. Es erscheint wieder der Mensch mit weißen Handschuhen und weißem Hut. Eine Frau mit einer roten Perücke und einem Putzeimer betritt die Bühne. Auch ihr Gesicht ist nicht zu erkennen. Sie begrüßt den Mann mit einem Handschlag. Sie umtanzt mit ihrem Putzlappen den Mann. Der Mann wird mit einem Staubsegel abgestaubt. Ich spiele das Theatergirl. Diesen gelben Perücke, die so schön leuchtet und mit diesen Bändern an den Fingern, die da tanzen. Und dann kommt auch der Christian und dann kommt der Henry und dann kommt der Fabi und wir tanzen alle, eine ganze Tanzgruppe und wir trinken und sind fröhlich. Stopp! Schluss mit lustig! Ein grünes Schild mit der Aufschrift Aha erscheint. Der Mann schlägt mit der Hand 2 Plastikgläser um. Es war ja die Idee gewesen, dass wir ja nun staubsaugen müssen und weil das nicht mehr Mutti macht. Und dann kam uns die Idee, ja, weil man so staubsaugt, dass man ja eigentlich tanzt. Ja, wir könnten doch ein Staubsaugerballett machen, wo sie so schön tanzen und schön sauber machen. Und
das war eigentlich der Grundgedanke, dass wir das Hauptbild machen, wo eben diese Staubsauger tanzen. Und es ist ja eigentlich irgendwo auch Musik im Staubsauger. 2 bunt bemalte Staubsauger bewegen sich alleine wie von Geisterhand bewegt. Dann saugt der Mann mit einem der bunten Staubsauger. Du hast ja auch die Kameraführung gemacht. Ja. Wie kam es denn dazu? Hanna war also nicht da gewesen, weil sie verhindert war. Und es waren noch die anderen 2 Spieler da und die wollten gerne die Szene spielen. Und dann fingen die an, ach Gabi, kannst doch mal probieren, vielleicht schaffst du das. Und gaben mir auch Mut und sagten, na probier's doch mal. Und ja, natürlich ich habe Angst vor großen Geräten, vor allem auch teure Geräte. Ich hab da immer richtig Spundes, weil es zu teuer ist. Und da habe ich aber dann mich rangewagt, weil die anderen mich so bekräftigten und sagten, tu es noch, du schaffst das. Und dann habe ich angefangen zu probieren und zu fotografieren, auf gut Glück, will ich mal so sagen. Jetzt geht langsam weiterlaufen und drehen, weiterlaufen nach drüben. Ja, jawohl. Ja. Man sieht nur eine orangefarbene Hand aus Pappe und das grüne runde Schild mit der Aufschrift Aha. Weiter. Ich glaube, hier ist das Aha falsch. Oh, ja, das war falsch. Nochmal von vorne. Warte, Pause. Ja, jetzt sehe ich. Und dann war das im Kasten und Hanna hat das gesehen, als sie das ausgewertet hat und hat auch ein Stück von mir genommen. Und da war ich eigentlich ganz stolz, dass sie das auch genommen hat. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Kamera gemacht. Und damit begann irgendwie doch ein Stück Normalität, dass man auch für seine Sauberkeit im Zimmer etwas tun muss. Und dass es eben nicht die Mutti ist, sondern dass ich was tun muss. Silja erzählt uns in einem Kommentar ihre Erfahrung als blinder Mensch mit der Corona-Impfung und sagt ihre Meinung zu den Corona-LeugnerInnen. Corona und Impfen, ein Kommentar von Silja Korn. Ja, Impfen ist für mich sehr wichtig, weil ich ja blind bin und ich weiß, mit wem ich auch das zu tun habe am Tag. Und vor einem Jahr hätte ich nie gedacht, dass es so schnell gehen würde, dass ich geimpft werde. Und ich musste auch ziemlich lange warten, bis ich einen Termin bekommen habe. Jetzt habe ich bald meinen 2. Termin. Und ich habe ihn eigentlich nur bekommen, weil ich Erzieherin bin. Ansonsten hätte ich noch länger warten müssen, weil es gibt viele Blinde, die noch gar nicht geimpft worden sind. Obwohl es eigentlich total wichtig ist für uns, weil wir sehen nicht, mit wem wir am Arm gehen. Wir wissen ja auch nicht, ob die Leute ständig ihre Masken tragen und daher ist Impfen eine wichtige Sache. Und ich habe eben beim Impfen auch gemerkt, die Menschen sind sehr gut mit mir dort umgegangen. Also die haben mich dann auch dorthin gebracht, wo ich hin musste und haben mir auch das Formular vorgelesen, was die Impfung, also was hat sie beinhaltet. Und dann haben sie mir auch erklärt, dass sie mir die Impfung jetzt geben werden, haben immer mit mir gesprochen, was ich sehr wichtig finde. Und dadurch habe ich mich sehr sicher gefühlt. Das Einzige war, die Menschen sind nicht auf blinde Menschen so gut ausgebildet gewesen, also sensibilisiert worden. Wie gehe ich jetzt mit jemandem um, der blind ist? Also als ich reingeführt worden bin, hat der Erste nicht gewusst, dass ich blind bin, dass ich Hilfe brauche und wie ich Hilfe brauche. Und das ist, finde ich, das müsste noch mehr den Menschen nahegebracht werden, die dort helfen, damit wir uns einfach auch sicherer fühlen. Impfen finde ich sehr wichtig. Erstmal sind wir alle geschützt. Erstmal werde ich keinen so schnell anstecken und ich selber werde auch nicht so schnell krank werden. Und ich möchte endlich auch mal wieder ein ganz normales Leben leben können, ohne ständig aufzupassen, wem ich begegne, ob ich 1,50 Meter Abstand einhalte oder nicht einhalte, was ich eh nicht kann. Und es sind für mich immer sehr große Schreckmomente, wenn die Leute mich anbrüllen und sagen, Platz da, Abstand halten und so weiter, weil ich kann es ja nicht. Und somit ist es ein Stressmoment und ich möchte gerne, dass wir wieder
ein ganz normales Leben leben können. Und deswegen hoffe ich, dass viele zum Impfen gehen und es nutzen und das dann auch umsetzen. Also ich finde es nicht gut, dass die Impfgegner so stark protestieren dagegen und immer behaupten, dass es Corona nicht gibt und dass die Impfung uns alle krank macht. Ich denke, eher macht uns die Pandemie krank und das Virus krank, weil es ja auch mutiert. Und deswegen kann ich eigentlich das nicht aushalten, dass immer die Leute sagen, das ist alles Blödsinn, das gibt es nicht. Weil es gibt so viele Menschen, die wirklich seit einem Jahr nicht auf die Straße gehen können, weil sie eben solche Erkrankungen haben und hören dann so eine Äußerung. Und das finde ich einfach den Menschen, die sowas erleben, nicht respektvoll gegenüber. Ich meine, jeder kann seine Meinung haben, das finde ich gut, aber man soll doch ein bisschen auf dem Boden bleiben und so eine Sache nicht verleugnen. Beim Fotokurs des Medienprojekt Berlin sind schon viele schöne, interessante Bilder entstanden. Wir zeigen euch jetzt 6 Fotos der Teilnehmenden zum Thema Das bin ich. Fotografien von ihnen selbst oder zu einem Bereich, der ihnen sehr viel bedeutet. Das bin ich Fotos. 6 Bilder aus unserem Fotokurs. Das bin ich. Das kann natürlich auch sein, dass ihr einfach Dinge fotografiert, die mit euch selbst zu tun haben. Und das nächste Bild ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Silja hat hier die Augen geschlossen, den Mund leicht geöffnet. Das ist ein Porträt, was so ein bisschen von unten entstanden ist. Und trägt Ohrschmuck, ein Tuch um den Hals. Das Licht kommt ganz stark so von einer Seite. Das ist, glaube ich, das Kerzenfoto, wo ich Ja. das erste Mal probiert habe, mit einer Kerze rauszufinden, wie ich hell und dunkel, also Licht und Schatten auf Sachen projizieren kann. Und dann habe ich mich da selbst mit der Kerze beleuchtet. Dann haben wir Uli im Glück. Also Uli steht da in einem Mantel, in so einem Tuch um den Hals und einer Brille und einer Schirmmütze. Und im Hintergrund ist die Fassade von einem Gebäude und da steht drauf, Glück auf Schule, Gemeinschaftshauptschule der Stadt Essen. Und dann sind Graffitis im unteren Bereich dieser Wand. Dieses Bild ist so schräg von unten fotografiert. Ein Beispiel für eine, fast ironische Porträtaufnahme. Das gefällt mir. Mal ein Beispiel für eine andere Position von der Kamera. Als nächstes haben wir von Renate ein Bild auf der Straße in Jeans, Wanderschuhen und ja, da waren wir abends spazieren. Und im Hintergrund, was sieht man da? Was ist das für ein Viertel da? Ja, ist der ganze Park von Schwanteich. Sind wir so rum spazieren gegangen. Und die Bäume, sieht aus wie Linden, ne? So alte. Ja, so Linden. Da kann man so ein bisschen Spaziergang machen. Das bist du, wenn es dir gut geht und du spazieren gehst. Ja. Dann haben wir als nächstes von Kila eine Fotografie. Kila hat jetzt momentan ja dieses Thema Chaos-Fotografie. Und hier ist es aber sehr geordnet. Es sind ganz viele Dinge zu sehen, so eine kleine Gliederpuppe aus Holz, ne? So eine Figur. Im Vordergrund so eine kleine gelbe Giraffe, so ein Holzgiraffe. Und dann ist eine Marionette. Im Hintergrund hat man Stoff. Dann ist so ein kleines Schränkchen, auf dem steht eine Fotografie. Auf der Fotografie bin ich mit 25 und mit meinem damals 6-jährigen Sohn. Die Fotografie ist eben da an der rechten Bildkante noch zu sehen. Genau, schon vor 35 Jahren. Ist schon ein uraltes Foto. Dann haben wir ein Bild von Katrin. Ja, ist sie selbst zu sehen im Vordergrund. Da steht wohl ein Tisch. Das ist eine Spezi. Und da ist wahrscheinlich ein Blumentopf mit Rosmarin. Und im Hintergrund sieht man so ein parkähnliches Gelände. Ne? Katrin sitzt in einem Stuhl vor so einer Holzwand. Da war ich essen gewesen mit einer Assistentin. Es ist das erste Mal, dass ich mal wieder draußen war und da mich hinsetzen konnte und einen Kaffee und eine Spezi und eine Bärlauchsuppe essen. Dann ist ein Bild von Noah, ein Junge, ist so schräg von oben fotografiert. Das Licht scheint auf das Gesicht und auf den Jungen. Das Bild ist gemacht worden 2017 im Irak.
Und zwar habe ich dort ein Flüchtlingslager besucht. Der Junge, der war halt eben immer hinter mir und so und ist mir immer hinterhergelaufen. Und ich habe dann überlegt, so ja, komm, machst du ein Foto? Ja, und man sieht halt eben an seinen Äußeren, dass es ihm ziemlich schlecht geht, dass er auch traurig guckt und ja. Zum Schluss gibt es etwas Musik. Philip und Friends spielen und tanzen für euch das Lied No More von Elvis Presley. Viel Spaß damit. No More. Philipp und Jochen spielen Gitarre und Manfred die Trommel. Silja und Evelyn tanzen. No more do I see the starlight caress your head. No more feel the tender kisses we used to share. I close my eyes and clearly my heart remembers the southern goodbyes could never pull out the ember. Darling, I love you so, in my heart forever. We'll belong to this memory of love that we knew before. Please come back to my arms, we belong together. Come to me, let's be sweethearts again, and then let us part no more. No more do I feel the touch of your hand on mine. No more see the love like making your dark eyes shine. Oh, I wished I'd never had caused you sorrow. Don't ever say for us if there's no tomorrow. Darling, I love you so, in my heart forever. We'll belong to this memory of love that we've been you before. Please come back to my arms, we belong together. Come to me, let's be sweethearts again, and then let us part no more. Das war die zweite Ausgabe vom Videomagazin Das bin ich. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Vielleicht hast du ja Lust, selber einen kurzen Film zu drehen und ihn in unserem Videomagazin zu zeigen. Dann melde dich beim Medienprojekt Berlin. Dort bekommst du Tipps und Hilfe. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Abspann läuft. Die Filmemacherin und ihre Filme. Sakul Talks von Yvonne Köpnick, Ulrich Behrens. Vielen Dank an Lukas Krämer. Der Gebärdensprachkurs. Lektion 2. Die Wochentage von Begimhan Akgün, Oguzhan Akgün. Silja Giest. Blind in Berlin. Teil 2 von Silja Korn, Guido Korn. Helga Rass. Ich war noch niemals in New York von Linus Bade, Ulrich Behrendt, Marie Bühler und Lea Feutel. Auf der Reeperbahn von Kerstin Teschentin, Olaf Olli Kiepsel, Doreen Lisson, Silja Korn, Naua Ali, Anja Enders, Philipp Ebert. Musikalische Leitung Olaf Gabo, Miriam Bondi. Mein Name ist Mensch, wie soll ich dich nennen? Von Marie Höpfner. Vielen Dank an Israel Kaunatikje. Der Staubsauger von Gabi Köpsel. Hanna Mauermann. Ein Projekt des Wohnheim Wilmersdorf Unionshilfswerk Sozialeinrichtung GmbH. Corona und Impfen. Ein Kommentar von Silja Korn. Das bin ich Fotos von Silja Korn, Renate Hinzmann, Gila Stromer, Katrin Müller, Ulrich Hinzmann, Naua Ali. Leitung des Fotokurs Holm Bieräugel. No More von Philipp Ebert, Jochen Möllhoff, Manfred Jobke, Silja Korn, Evelyn Kaufmann. Musik Elvis Presley. Untertitel Helga Rass. Sprecher Mike Engel. Titelmusik Naua Ali. Altiplano.
Anmoderationen Lila Stromer, zweite Kamera Mike Engel, Gebärdensprachübersetzung Xenia Witriak, Konzeption, Organisation, Schnitt und medienpädagogische Leitung Volker Hoffmann. Wir bedanken uns bei unseren Kooperationspartnern Begegnungszentrum Integral und OMA GmbH. Das Videoprojekt Das bin ich wird gefördert durch die Aktion Mensch. Eine Produktion von Medienprojekt Berlin, Copyright 2021.